Ja, kommst du, bleibst du, wenn nicht. Tschüss. Und wenn du bleibst, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Storymode in Episode 3. Und wir spielen direkt mal weiter und gucken uns jetzt mal diese Halle hier an, was es hier so Tolles gibt. So, erstmal den Springbrunnen ansehen. Guess the water system isn't just for the outside. Not that the outside was actually the outside. Ja. You are right at this point. So. Dann watchen wir uns mal den Sitzbereich an, ne? Ist auch wichtig. You could fit hundreds of people in here. But it doesn't look like it's being used for much of anything. Ja, das stimmt schon, ne? Hast du gut erkannt, auf jeden Fall. So, hier wird es dann auch nichts mehr geben, nehme ich mal an. Das ist nicht so wie bei Polarity, wo man jeden Winkel absuchen muss, ja. Ah, ich kann gar nicht nach rechts gehen. Jawohl. Gut, dann gehen wir halt nach links, wenn das Spiel das so will. Ja. Gut, dann gehen wir einfach mal hier hin. Also gibt es eine Tür, gibt es eine andere Tür. Hier gibt es einen Pick. Und ein... Okay. Das heißt, wir müssen hier rein. Erstmal zuhören, ja? Hören wir uns mal die Musik an. Well, the music's louder. But I don't hear anyone talking in there. Ja, wow. Da ist jetzt super der Musik zugehört. Ja, gehen wir Let's rein. see what's going on behind this door. And I call that one Symphony in E. A new composition to celebrate my newest discovery. That's him! This time, I observed Soren. one place a block on top of another block. What the? Rudimentary, yes, but a sign It's just of a undeniable recording. intelligence. I hope I'm not imagining things. After all that, he's not even here? I better eat something. I'm positively lightheaded with excitement. We came all this way, and for what? We're no closer to Soren than before. Well, this record didn't turn on by itself. Huh, good point. I guess he really likes the sound of his own voice then. Maybe there's something Well, useful on my this next step record. is to see whether they might If be I able can to be figure persuaded out to what build he's talking collaboratively. about. I've worked up a simple set of building instructions to inspire them. I will disguise myself and hide among them in order to observe them more closely. Huh. Oh, Hide a new among them. composition coming on. Hide among who? Hier unter die Endermans. Jesse? Do you think Soren is talking about... them? Yeah, I think so. Then again, everything else about this guy has been pointing to crazy. But even if you could, why would you want to? You think he's actually training Endermen to build stuff? I think he thinks he's training Endermen to build stuff. Let's look around, see what we can find out. Oh shit. Boah, nice, ich kann hier alle ab... Okay. Labert der nur? Das Enderman ist nur so- Observations, Part 27. I've been watching the Endermen up close today, and I'm convinced that I may have caught them communicating. Or at the very least, two of them stood near each other for an extended period. It was very exciting. Then they wandered away. But it seemed deliberate. Maybe. I followed one of them Found for the something. next 3 hours. What you got? Here's what happened. It's definitely some sort of crafting recipe. But why would someone as brilliant as Soren need a recipe for a shape that simple? Because they're not for Soren. They're for the Endermen. This must be what he's trying to teach them to build. 6 Tonblöcke. Ah, okay. Those instructions called for clay blocks, just like this one. Ah, ist klar, dann müssen wir jetzt noch 5 Stück finden, aber wir gucken uns hier trotzdem um, auch wenn ich schon einen anderen gesehen habe. So, I'm no art snob, but... ja. Ist halt ein goldener Apfel, ne? Hey, Olivia?
What do you think the others have found? I don't know. Soren's mansion looked huge, but the lab seems to be where the real answers are. Ja. Das ist richtig. So, nach hinten kann ich nicht mehr. Okay, warte. Hier, nächste Disk mal rein. Calls of the Enderman? Nice. And finally, an Enderman love song. It's all just fascinating. Alles klar. So. Totemic constructions of peaceful Endermen. Could Endermen be implored to work together? Or are they like sheep and pigs, wandering randomly and doing things based on whim rather than higher thought processes? I've already decided that only Endermen at peace build structures. When agitated, such as yesterday, they don't seem to have any interest in building things, only hitting me with their fists. Repeatedly. Meanwhile, peaceful Endermen will move blocks from place to place, on and on, seemingly ad infinitum, until they somehow achieve satisfaction and teleport away. Clearly, this will require further detailed observation. I am so lonely. Okay. Ja gut, dann ballern wir jetzt noch kurz die vierte und letzte rein und gucken, was da drauf ist. The folly of pumpkins. Was? Die Narretei der Kürbisse, was soll eine Narretei Wearing a sein? pumpkin may stop the Enderman from attacking me. Ach so, ja, but I klar. remain Ja, convinced it is das weiß also ich. altering their behavior, as if their preternatural knowledge of my presence keeps them from revealing their true natures. I'll take this one I have now too. begun to fashion a camouflage suit that will allow me to mingle amongst these heretofore inscrutable creatures, and, like a fearless explorer burning his boats to the ground upon reaching the shores of a new land, my entire cache of pumpkins has now been baked into delicious pies. Was? Der hat gerade gesagt, der hat seine Kürbisse zu einem leckeren Kuchen gemacht. Ich glaube schon. Aber, ja gut. Der hat ja jetzt einen Enderman-Anzug, ne? Braucht ja keine Kürbisse mehr. Olivia, check it out. Wieso steht der An Anzug eigentlich Enderman nicht auf dem suit? Ständer? Either Soren's got a very unique fashion sense or... Wait a second! This must be the disguise Soren was talking about on the recording. In order to walk amongst the Endermen, you have to become an Enderman. And smell like one, apparently. Woof! Ja, das ist Okay, er doch. so... If Soren is using those blueprints to teach the Endermen to build, and there's a disguise missing from the stand... He must be conducting his experiment right now. Of course! The missing disguise is the one he had to put on before going outside. Which means, if we want to get to Soren, we have to go out there to do it. That leftover Enderman suit would fit me. I guess it's time to play dress up. Okay. Was ich halt komisch finde, ist, dass dieser Anzug halt einfach nur so rumsteht und rechts daneben steht ein leerer, ja, Rüstungsständer. Aber wieso ist die Rüstung nicht auf dem Rüstungsständer? Weil wenn das anders, also wenn die Rüstung auch auf einem Rüstungsständer sein müsste, dann müsste das ja irgendwie höher sein oder dann müsste man das ja irgendwie erkennen können. Im Normalfall. Aber das ist ja nicht der Fall, deswegen... Keine Ahnung, finde ich ein bisschen komisch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die Leiter nach oben, bevor wir uns hier den Anzug ja, ansehen. Und gucken, was hier oben so abgeht. So, nochmal durchs Fenster gucken und nochmal erschrecken in 3, 2, 1. It's a good thing they can't see me through this glass. Oder auch nicht. So. Ah, guck mal, hier ist nämlich nochmal ein Tonblock. That's 3 I Correct. grabbed so far.
That's right. 3 of... wie viel brauchen wir nochmal? 6? Keine Ahnung. Okay, hier ist dann Ende. Gut, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Lol, hängt da ein Trank. Naja, egal. Da kommen wir so oder so nicht ran. Oder vielleicht soll es auch einfach nur eine Glühbirne sein oder so, keine Ahnung. Gehen wir mal noch hier runter. Hier ist bestimmt auch nochmal irgendwo ein Clayblock. Nicht? Okay, krass. Ja gut, dann gehen wir runter. Und ziehen uns dann gleich mal den Enderman-Anzug an. Gucken. Ja, und gehen halt mal raus und suchen den Kerl. So, also. Erstmal nochmal ansehen. Ja, das ist mich erstmal angucken, was überhaupt... Okay, es ist unheimlich, aber wir ziehen es trotzdem mal an, ne? Ah, guck mal, ist doch noch Zustande. Alles klar. Ah. Nice. Nice. How do I look? I don't think you want my honest opinion. But it just might do the trick. Hä, das sieht voll gut aus. Ich weiß gar nicht, was die hat. Das sieht mega cool aus. Ich hätte gerne auch so einen Anzug, ey. So, wo geht's denn überhaupt raus? Ey, guck mal, ich kann noch mit meinem Pick reden, weil das hat so begeistert geguckt. Und das mal noch kurz. You Ach, find guck mal, anything da ist die useful? Tür. Worth asking. Ah, guck, ja genau. Hier, Labor verlassen. Hang on a second. Soren in disguise looks like any old Enderman, and so will you. How are you going to find him? Walk up to every Enderman out there and say, "Hey, are you Soren?" The whole point of the disguise is to avoid that kind of attention. Soren's trying to teach the Enderman to build the shape in those instructions, right? I bet if I complete it, that would really get his attention. Try not to die, okay? I'd really hate to have to watch that from behind this protective glass. Thanks for the vote of confidence. Ja, vor allem... Okay, Geh doch hin. we've Ja, just unser Fall ist captured halt Soren's attention. Enderman. And avoid attracting theirs. Warum kann Huben jetzt eigentlich... Hallo? Vor allem, theoretisch müsste doch der Typ, also Soren, genau so ein Kostüm anhaben wie ich auch. Das heißt, ich würde den noch ganz leicht erkennen, weil der ist ja nicht so ein großer Enderman und hat so 2 Beine und so, wie halt ein ganz normaler Enderman, sondern er hat genau so ein Kostüm wie ich, deswegen muss ich den doch eigentlich ganz leicht erkennen. Deswegen macht das für mich nicht so wirklich viel Sinn. Aber... Naja, gut. Aber ich würde sagen, ja, wir versuchen einfach mal in der nächsten Folge hier noch weiter, ja, uns mit diesem Enderman hier anzufreunden und mit allen anderen Endermans anzufreunden und so und zu finden. Ja. Und deswegen würde ich mal sagen, machen wir hier mal wieder einen Cut. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, was ich zu tun habe, dann darf ich nur noch sagen, Putzele!